Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Our Travel World. Für die Leute, die uns noch nicht kennen, mein Name ist Marcel. Ich bin Vanessa. Und wir verbringen ein gemeinsames Work-and-Travel-Jahr in Australien. Naja, obwohl, eigentlich kann man ja auch schon sagen, wir verbringen zwei gemeinsame Work-and-Travel-Jahre, ne? Ja, Warum? weil wir nämlich unser zweites Jahr Visum beantragt haben und ja, es wurde auch schon direkt genehmigt, so wie beim ersten Jahr direkt in derselben Sekunde. Ja. Und das fängt ja dann im 1. September an. Ganz genau. Und ja, warum kann man auch ganz einfach erklären. Wir waren ja bereits jetzt 3 Monate in Perth stuck, sozusagen, haben wir da festgesteckt aufgrund vom Coronavirus und konnten deswegen unsere Reise nicht fortsetzen. Und ja, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit und vor allem, wir wollen auch nochmal hier arbeiten, ne? Ja. Weil das Geld natürlich hier echt gut ist und wir wollen ja nach Australien auch noch viel weiter reisen. Von daher ja, wollen wir einfach noch ein Jahr dranhängen und ja, wenn ihr Lust habt, uns dabei zu verfolgen, dann abonniert doch gerne mal hier unten den Kanal und dann könnt ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen. Darum soll es aber heute nicht gehen. Heute geht es nämlich um ein anderes Thema und zwar den Kalbarri National Park, ein ganz besonderer Nationalpark im Westen Australiens. Und genau, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann bleibt kurz dran und nach dem Intro geht's los. Ja, wie ihr im letzten Video schon gesehen habt, wir waren als letztes bei der Hutt Lagoon. Das ist so ein pinker See und ja, war auf jeden Fall ganz cool. Dann haben wir auf einem Farmstay geschlafen und am nächsten Tag sind wir weitergefahren, 150 Kilometer nach Kalbarri, also den Kalbarri National Park. Und die Strecke dorthin war auch ja, ganz wollte ich cool. gerade sagen, das hat mir so auf der Zunge gebrannt. Es war so schön, die Fahrt dorthin in den Nationalpark hat schon auf jeden Fall dann gleich den Eindruck erweckt, wow, okay, hier wird es jetzt echt schön. Also genau, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen, war einer der schönsten Überfahrten und ja, dann sind wir angekommen im Nationalpark. Genau, da sind wir als allererstes zum Nature Window. Ist auch ganz bekannt, so ein Instagram-Spot, wo jeder immer Bilder machen muss. War auch sehr voll gewesen, also mussten, glaube ich, so 20 bis 30 Minuten anstehen, um ein Foto zu machen. Aber wir haben auch ein paar coole Fotos bekommen. Ja, genau. Welche ihr im Übrigen auch bei uns auf unserem Instagram-Kanal sehen könnt. Ja, unseres ist ganz nice geworden, ne? Ja. Also sind wir auf jeden Fall zufrieden mit. Und ja, nachdem wir dann unser Foto geschossen haben, sind wir dann noch ein kleines Stück weiter gelaufen, weil man hätte ja auch noch die Möglichkeit gehabt, da einen Weg zu gehen, ne? Also da gibt es einen Walk Trail. Das sind so halt Wege, die man da wandern kann. Der wäre 5 Stunden gewesen. Ja, so 3 bis 5 Stunden. 3 bis 5 Stunden für die Leute, die es langsam angehen lassen, halt natürlich ein bisschen länger. Man kann es auch schneller schaffen. Haben wir an dem Tag dann nicht gemacht, ne, weil es war extrem warm und freier Himmel und es war genau Mittagssitze. Deswegen haben wir gesagt, na gut, lassen wir sein. Sind dann nur ein kleines Stück gegangen, haben da auch noch mal ein paar coole Fotospots gefunden und coole Ecken und ja. Also alles in allem ein sehr, sehr schöner Ort da am Nature Window, ne? Genau. Und das war es auch schon am ersten Tag. Ne, wir sind noch zum Skywalk. Ach, stimmt. Hast du total vergessen. Naja, ist ja nicht schlimm. Nachdem wir am Nature Window waren, ist auch nicht weit vom Nature Window. Wie weit war das mit dem Auto? 5 Minuten? Ja. 5 oder 10 Minuten mit dem Auto vom Nature Window entfernt. Das ist auch ganz neu. Das gibt es noch nicht lange. Genau, war der Skywalk. Das sind dann so ein bisschen am Great Canyon angelehnt, würde ich behaupten. Das sind so Brücken, die so ins Nichts ragen. Ja. Und da kann man dann rauflaufen und in die Schlucht reingucken. Ja, war cool. Ja. Das mal gemacht zu haben, ist so ein cooles Gefühl, da rauf zu laufen. Es gibt es, meine ich, im Grand Canyon mit Glas unter dir. Das wäre, glaube ich, nochmal eine Stufe cooler gewesen. Aber und da waren es halt nur so Gitter. Ja, aber ja, war umsonst und war eine schöne Anlaufstelle.
um sich dann nochmal da die schöne Aussicht anzugucken. Ja. Und genau. Das war's. Dann war der Tag ja schon fast um und dann sind wir zum Campingplatz. Zum Glück haben wir einen Campingplatz dann gefunden in Calgary, und zwar ein Overflow Campsite. Die wurde dann von der Stadt errichtet, weil alle Campingplätze voll waren, haben die irgendwie in der Stadt so eine Grasfläche zur Verfügung gestellt. Völlig überteuert für knapp $50, also umgerechnet 30 € für ein Stück Gras eine Nacht. Hatten wir aber keine andere Option, weil weit und breit kein anderer Campingplatz war. Ja. Punkt. So, und am nächsten Morgen sind wir dann in Calgary, in dem Ort, geblieben und haben uns da ein bisschen umgeguckt. Und da gab es auch nochmal so ein paar Strände und ja, war eigentlich auch ganz cool, aber war jetzt nichts Spektakuläres. Ja, es sah schon ganz cool aus. Da gab es so eine, weiß ich nicht, was es ist, so eine Gesteins... Bucht oder so. Ja, das ist keine richtige Bucht, so eine Gesteinsformation mit so ganz rot, mit dem blauen Wasser. Das sah schon ganz cool aus. War aber nicht der Hauptziel war das nicht das Hauptziel an dem Tag, weil wir uns noch was im Calgary National Park angucken wollten, ne? Genau, da sind wir zum Ben Z Trail und es ist auch nochmal so ein Walk. Wir sind nur halt ein kürzerer Walk und wir haben halt gesagt, dadurch, dass wir den anderen nicht gemacht haben, diesen 3 bis 5 Stunden Walk, wollten wir wenigstens den machen. Genau. Und der hat sich auch auf jeden Fall gelohnt, war richtig cool. Und eigentlich sollte der 2 Stunden gehen, aber ich glaube, wir sind dann eigentlich nur 1 Stunde hin und zurück gelaufen. Also der reine Walk war jetzt nicht so weit. Und war auf jeden Fall voll cool, voll abenteuerlich. Wir mussten da Steine runter und dann sind wir zum Fluss gekommen. Genau, also erstmal ist man zu so einem Lookout gelaufen. Ja. Genau, also ein Lookout, so ein Ausblick, ja, wo man dann so gucken konnte. Weil das Besondere bei diesem Ben Z ist, wie der Name schon verrät, ist ja so ein gebogenes Z. Das heißt, der Fluss, der geht da unten wie so ein Z halt durch. Und es sah von oben schon ziemlich beeindruckend aus. Und als wir dann losgegangen sind zum sozusagen runterklettern zum Fluss runter, wie du schon gesagt hast, ne, über Stock und Stein und dann haben die extra so Leitern gebaut an diese Felswände und so, damit man da runterklettern kann und so. Also war wie so ein gratis Kletterpark irgendwie, ne? Ja. Und es war echt cool und hat echt viel Spaß gemacht. Und ja, da unten war dann Wasser halt, der Fluss, und da haben wir noch ein paar Bildchen geschossen und so. Sah ganz cool aus und hat sich auf jeden Fall gelohnt, das mal mitzunehmen. Ja, ne? genau, das war es auch schon mit dem Video zum Calgary National Park. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit dem François-Péron National Park. Genau, in Shark Bay, ne? Ja. Woran wir übrigens sehr, sehr hohe Erwartungen hatten an Shark Bay. Und ob der Ort unseren Erwartungen gerecht wurde, das seht ihr dann im nächsten Video. Ansonsten, wenn das Video euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, freuen wir uns drüber. Oder auch mal einen Kommentar, lesen wir uns natürlich immer gerne durch. Und ansonsten verbleiben wir mit lieben Grüßen aus Australien und wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao! Tschüss!